Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ich wollte mich im Vorhinein erstmal nochmal recht herzlich bei allen Leuten bedanken, die gestern im Stream mit dabei waren. Ich hatte in meinem Video davor zwar gesagt gehabt, ich werde nicht direkt um 0 Uhr streamen, sondern einfach nur ein Video dazu machen, aber ich konnte nicht anders. Ich musste es einfach live mit euch zelebrieren, das Ganze. Deswegen war ich um kurz vor 0 Uhr nochmal live. 3 Stunden lang. Ja, wer sich den Stream im Nachhinein nochmal anschauen will, kann das gerne tun. Der ist auf meinem Kanal verfügbar. Da könnt ihr gerne reinschauen. Ich würde es euch sehr empfehlen. Das war der beste Stream meines Lebens gewesen. Muss ich einfach mal so sagen. Dank euch natürlich auch und dank dem coolen Update. Wir haben in diesem Stream in den 3 Stunden den kompletten Dungeon gelegt, also von Etage 1 bis 200 sind wir durchgerusht in einem Zuge. Ja, wir mussten natürlich ein paar Mal Pilze aufladen und ja, das könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr einen kompletten Dungeon Run mal weg sehen wollt. Ja, sehr krass, vom Anfang bis zum Ende, bis zum Endgegner. Das ist hier nur ein Zwischenboss und ja, wir haben dabei sehr krasse Gegenstände bekommen. Das hier ist mein legendärer Gegenstand, den ich bekommen habe. Ja, das ist der St. Martins halber Mantel. Die andere Hälfte hat irgendein Penner. So, da ist eine gute Lebensrune drauf und ja, er ist auf jeden Fall deutlich besser als die anderen Items. Also der war plus 80 Statpunkte besser. Ihr seht das mittlerweile schon 955 und die anderen haben hier alle so, ja, so 800 vielleicht so, ich meine so 900 bis 880 bis 890, 900 und der hat einfach 955. Ne? Also hier sind Sachen dabei, ja, also und der war halt 80 Stat-Punkte besser als mein letzter Mantel und ein legendäres Item ist halt deutlich stärker. So, es gibt hier die Seite, ja, hier kann man alle Legendaries finden. Wir haben ungefähr für den Durchmarsch in dem Dungeon 400 in eine 60er Pilze, glaube ich, bezahlt. Ja. Der Dungeon ist mir natürlich verschlossen, weil ich jetzt gerade eine Quest mache. Ne, das dürft ihr nicht, ansonsten könnt ihr das hier machen. Ja, und wir haben auch eine sehr krasse Waffe gefunden, einfach so im Dungeon. Und zwar hier die gute Spaltaxt, ja, ein Halloween-Item. 3er-Stat. Die Rune habe ich mir raufgezaubert. Und rechts raus super, super stark. Ne? Also eine ziemlich heftige Waffe haben wir auch live gestern im Stream bekommen. Könnt ihr euch auch anschauen, wenn ihr möchtet. Und ja, ich hatte gestern im Stream gesagt, ich möchte ein Best-of für heute schneiden, aber der ganze Stream war einfach ein Best-of. Deswegen ja, werde ich heute auf jeden Fall nochmal in den Dungeon hier reingehen. Nicht auf mein Main, weil hier möchte ich jetzt erstmal ein bisschen runterfahren. Ich werde die Tage auf jeden Fall das Ganze nochmal live streamen. Ja, wenn ich die Zeit dafür habe. Aber jetzt werde ich erstmal ein bisschen warten und das würde ich euch auch empfehlen. Macht erstmal jeden Tag euren Free Try. Ne? Schafft so viele Etagen wie es geht. Und wenn ihr seht am Ende, da ist noch irgendwas möglich oder irgendwas fehlt euch, dann könnt ihr am Ende nach den 10 Tagen immer noch am letzten Tag nochmal Vollgas geben und durchpilzen. Vielleicht fahrt ihr erstmal ein bisschen gechillter. Ich werde das auf den Accounts genauso machen. Und ja, wie gesagt, wir hatten das gestern alles schon live im Stream hier gehört gehabt. Besonders dünn ist und sich die Tore zwischen diesen Welten öffnen. Eine gute Gelegenheit, um einen gruseligen Dungeon zu erkunden. Ja, also wir befinden uns jetzt hier, wie gesagt, auf dem Battlemage und für alle Leute, die wirklich von Anfang bis Ende einen kompletten Durchmarsch im Dungeon sehen wollt, guckt euch den Stream an, ja, dann ist alles gesagt und da braucht man halt ein bisschen Zeit für, aber das ist nun mal so, ne? Und ja, wir sind jetzt hier bei Etage 1 und ich würde euch empfehlen, es ist egal, was ihr für Items habt, so habe ich das verstanden, weil sich das wohl nach der Stufe die Gegner skalieren und ihr dann einen festen Wert habt von eurem Level aus und die Gegenstände sind wohl egal, ihr könnt wohl auch nackt angreifen, das ist scheißegal. Worauf ihr aber achten müsstet, ist, dass ihr Gegenstände anhabt, die eure Qualität steigern. Denn ihr findet dort auch epische Gegenstände und Legendaries natürlich auch. Und ja, das wäre da vom Vorteil, wenn ihr, wie gesagt,
Sachen dabei habt, die eure Qualität verbessern. Deswegen gucke ich jetzt gerade mal durch, ob ich sowas habe hier auf meinem Begleiter oder so. Widerstände. Nee, keine Rune mit Weißt du eigentlich? Qualitätsitems. Ich versuche hier zu schlafen. Oh, ich versuche hier zu schlafen. So, du kriegst den und wir gucken mal kurz, ob wir hier vielleicht eine Rune finden. Ja, Zauberladen ist richtig, da können wir vielleicht noch den einen oder anderen Trank mitnehmen. Wir haben es ja jetzt auch alle Events, ne? Ist ja jetzt, wie gesagt, Halloween jetzt auch, also geht momentan sehr krass ab, das Ganze. So, Sanduhren snacken wir uns auch. Und wir schauen mal, da haben wir Qualität einmal, nochmal und einmal bräuchten wir noch. Ne? Also das ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr das am Start habt. Und ja, was gibt es noch sonst dazu an Tipps zu geben? Also es gibt 2 Varianten, wie ihr das Ganze spielen könnt. Hier haben wir es nochmal. Ihr könnt es einmal auf die Free-to-Play-Art und Weise durchführen. Zack, zack, zack. Ja, bei der Free-to-Play-Weise versucht ihr halt so vielen Gegnern wie möglich auszuweichen. Und ja, wenn ihr so ein Szenario wie jetzt hier gerade habt, wo ihr eine Tür habt und ein Fragezeichen, nehmt immer das Fragezeichen, weil die Tür euch einen Schlüssel kostet und ihr wollt so viele Schlüssel wie möglich haben, weil es passiert nämlich auch öfter mal, dass ihr zum Beispiel eine Tür habt, die verschlossen ist und eine Falle, wo ihr durch müsst. Und dann habt ihr keinen Schlüssel parat, um die Tür zu öffnen. Und dann müsst ihr durch die Falle durch und kassiert Damage. Deswegen versucht euch ein paar Schlüssel zu horten. Ja, jetzt am Anfang muss ich das Fragezeichen nehmen, weil ich keine Schlüssel habe. Hier kommen wir einfach so durch. Und ja, Es ist nicht zu spät. am Anfang könnt ihr ein paar Monster klatschen hier. Wie gesagt, was ihr für ein Equipment anhabt, ist eigentlich relativ egal. Und achtet halt nur darauf, dass ihr eure Qualitätssachen anhabt, weil ihr halt, wie gesagt, den Epics findet. Ne? Die, warte mal, habe ich jetzt alle Qualitätssachen hier an? Hier ist einmal Qualität 2. Und, ja gut, dann, ach so, ich habe 2-mal einen Ring, oh, Lost. Lost. Scheiße, warte mal, wir gehen in den Waffenladen. Haben wir hier noch irgendwas? Qualität. Gebt mir Qualität. Wie gesagt, auf meinem Battlemage habe ich hier eigentlich nicht großartig viel Wert auf meinen Arena Manager gelegt. Deswegen, hier haben wir mal Qualität. So, ziehen wir das an und ziehen das mal rüber, damit ich hier ein bisschen besser zurechtkomme in meinem Gewurstel hier. Und wir gehen wieder rein. So, jetzt ist halt das Szenario da. Wir haben hier eine Falle. Das heißt, wenn ich keine Schlüssel hätte, dann müsste ich durch die Falle durch und kassiere safe Schaden. So. Deswegen ist es immer gut, ein paar Schlüssel aufzubewahren. Hier haben wir ein bisschen Loot. Kann aber auch nichts drin sein, kann aber auch ein Gegner drin sein, kann aber auch Gold drin sein. So, hier haben wir eine Tür und hier haben wir einmal so ein Licht. Ja, es kommt alles relativ zum Anfang. Und wie gesagt, ihr habt jeden Tag ein Free Try und der Free Try beinhaltet halt euer Leben. Also euer Leben wird immer weiter runtergehen. Ne? Und wenn ihr tot seid, wenn euer Leben down ist, wenn ihr kein Leben mehr habt, dann ist euer Free Try vorbei, ihr seid gestorben und ihr sterbt auf lange Sicht halt in diesem Dungeon, das ist so. Dann habt ihr nächsten Tag dann wieder ein Free Try und könnt halt und startet halt da, wo ihr dann gestorben seid, bei der Etage. Ne? Jo. Bei diesen Lichtern, die sind tückisch. Da können sich krasse Fallen hinter verbirgen. Ja, da können krasse Fallen hinter sein. Oder halt geiler Stuff. Wir gehen da jetzt einfach mal durch. Das ist jetzt eine Falle zum Beispiel. Jetzt läuft hier das Wasser Wasser hoch. Und wir müssen da schnell durch, bevor uns hier der Sky Dumont noch weiter ein Kotelett ans Ohr labert. Wären wir nämlich schon längst ertrunken, deswegen da muss man aufpassen, da muss man schnell durch. Und das sind halt so eine Fallen. Manchmal habt ihr irgendwie Lava, da fallt ihr rein oder so. Oder oh, das ist relativ nice. Okay, das ist eine Falle wieder. Manchmal gibt es hier auch so einen Stolperdraht, da müsst ihr auch drauf achten. Da bin ich schon 2-mal drauf reingefallen. Das müsst ihr auf jeden Fall beachten, dass ihr da immer drauf achtet. Das ist halt wieder obvious eine Falle, ne, ist klar. Deswegen gehen wir hier lang. Graben den Loot. Okay, jetzt haben wir aufs Maul bekommen. Ja, das geht halt auch. Meistens sind da aber immer gute Sachen drin. Und ja,
Bei den Gegnern gibt es halt eine Chance, ihr könnt halt die Gegner angreifen. Dann bekommt ihr einen fetten Hit oder ihr könnt fliehen. Dann bekommt ihr 2 kleine Hits, die im Prinzip genauso viel Schaden machen wie einen großen Hit, wenn ihr angreifen würdet. Wenn ihr flieht, habt ihr eine 50%ige Chance zu fliehen. Ja. Ohne Schaden. Und dann seid ihr einfach weiter. Und falls nicht, bekommt ihr halt 2 Hits und es geht halt trotzdem weiter und ihr habt halt keinen Loot durch den Gegner bekommen. Also angreifen ist hier schlauer. Es sei denn, ihr habt nachher so wenig Leben, dass ihr halt flüchten müsst. Dann ist klar, dann flüchtet lieber. So, wir gehen hier durch das Fragezeichen. Wieder weiter. Gehen wir das Monster ran. Besiegen das. Hoffen auf einen Schlüssel. Ja, holt euch zum Anfang viele Schlüssel. Zack, da haben wir wieder einen. Hier nehmen wir das Fragezeichen. Greifen ihn an. Und ja, wenn ihr nachher später weniger Leben habt, dann guckt ihr halt, dass ihr mit den Schlüsseln weiterkommt, weil meistens hinter den Türen ist immer was Gutes. Nicht immer, ne? Aber da versteckt sich halt ab und zu mal ein bisschen Loot, ne? Und das kann man ja halt mitnehmen. So, hier nehmen wir das Fragezeichen. Da haben wir Loot. Bisschen, Handschuhe, nice. Ja, hier gehen wir nochmal auf das Monster. Ne, und so geht das halt weiter. Und dann... Ich bin gestern, glaube ich, hier ist so ein Szenario, Falle, ne? Hier ist halt gut, dass ihr Schlüssel habt, deswegen nehmen wir hier den Schlüssel. Gut, dass wir es aufbewahrt haben, kriegen vielleicht ein bisschen Loot, nice. Ne? Und das ist halt ganz cool. 2 Schlüssel würde ich mir mal aufbewahren. Beim dritten könnt ihr gucken, da könnt ihr schon mal durch eine Tür durchgehen. Das könnt ihr dann nutzen. Ne? Aber momentan geht es noch gut klar, ich habe noch gut Leben. Deswegen, ja, ich bin gestern... sehr gut. Schlüssel. Ich bin gestern, glaube ich, in meinen ersten Try bis zur Etage... nochmal hier. Bis zur Etage 30 oder 40 gekommen. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Oh, hier ist eine epische Truhe. Das ist so eine Goldtruhe. Da ist immer Safe and Epic drin. Also da haben wir wieder Glück gehabt. Und das ist halt einfach... Das ist jetzt noch mein Free Try, ne? Das ist jetzt mein Free Try immer noch. Und ich habe dafür noch kein Geld ausgegeben. Bin jetzt bei Etage 23 und habe schon gut... paar Ressourcen gesammelt, bisschen Gold, paar Items, ein Epic habe ich bekommen und das umsonst. So, jetzt haben wir keine Schlüssel mehr und wir müssen halt hier durch, sonst kriegen wir von der Falle auf den Sack. Und jetzt haben wir halt, wie gesagt, keine Schlüssel. Jetzt müssen wir gucken, dass wir vielleicht nochmal einen Schlüssel bekommen durch das Monster hier. Ne? Und so bekommt ihr halt dann immer ein bisschen Schaden. So, und ja. Das ist halt das Ding so. Also ihr kommt safe beim ersten Mal halt nicht bis zur Etage 200, aber wenn ihr schon relativ, ja ich weiß nicht, so bis zur Etage 40 kommt mit Free Tries, ist das, denke ich mal, schon ganz gut. So 40, 50 ist schon okay, auf jeden Fall. So, hier nehmen wir das Fragezeichen. Da greifen wir nochmal an. Wie gesagt, wir könnten fliehen, aber dann bekommt ihr halt keinen Loot und ihr habt halt immer noch die Chance, trotzdem auf den Sack zu bekommen. Ist halt nice. Jetzt haben wir hier wieder einen Schlüssel. Ja, das ist so eine Leiche hier. Da kann Loot drin sein, das kann aber auch ein Gegner sein. Ne, war jetzt Loot in dem Falle. Der kann auch aufspringen, dann habt ihr den Gegner vor euch. Habt ihr die Chance wieder zu flüchten oder ihn anzugreifen. Ne? So, wir sind bei Etage 30, das ist schon ganz nice. Hier nehmen wir das Fragezeichen. Haben wir Loot. Fragezeichen kann halt Loot sein, ja, oder halt hier, war halt scheiße jetzt. Jetzt habe ich halt Damage bekommen. Oder halt, ja, ein Gegner. Und da, wo die roten Augen zu sehen sind, das sind halt immer Safe-Gegner so. Deswegen, ja. So, jetzt würde ich gucken. Jetzt haben wir nicht mehr viel Leben. Wir können jetzt das Monster nehmen. Oder wir öffnen die Tür. Wir nehmen aber das Monster. Und wir versuchen mal zu flüchten. Weil, okay, wir haben auf den Sack bekommen. Auf den Sack. Ja, weil jetzt haben wir, wie gesagt, nicht mehr viel Leben. Und können halt versuchen... schade. Können halt versuchen, trotzdem noch so weit wie möglich zu kommen. So, das wäre halt jetzt so diese Free-to-Play-Taktik. Ja, jetzt haben wir 3-mal auf den Sack bekommen. Ja, das ist natürlich doof. So. Man versucht halt durchzukommen, ohne viel Schaden zu kassieren. Free-to-Play-Taktik wäre jetzt zum Beispiel hier einfach weitergehen. Wer habgierig ist und auf Loot aus, der würde den jetzt hier looten. Könnte sein, dass das ein Gegner ist, könnte sein, dass er Loot ist, könnt Pech, könnt Glück haben. So, wir gehen jetzt einfach weiter, weil auf meinem Battle Mage will ich nicht allzu viele Pilze ausgeben dafür. Hier flüchten wir, kriegen wieder auf den Sack. Okay, wir haben halt mega Pech jetzt gerade. Das Monster sieht einsam aus. Ja, wir haben jetzt nur Pech. Okay, das ist halt doof. Also, wir hatten am Anfang relativ viel Glück gehabt. Jetzt nehmen wir mal hier die Tür, komm. Wir hatten relativ viel Glück, jetzt relativ viel Pech. So, hier haben wir nochmal Falle. Ne? Da wäre ich halt jetzt vielleicht schon down. Deswegen gehen wir hier lang. Einen Schlüssel haben wir noch.
Ne? Also falls wir nochmal vor so einer Auswahl stehen. So, jetzt müssen wir gucken. Jetzt rennen wir weg. Schade, haben wieder auf den Sack bekommen. Du blutest. Ich glaube, du Für blutest. jeden Gegner, den du Ja, gut, schon wieder auf den Sack bekommen. Wir sind kein einziges Mal geflüchtet. daran. Das Ende Ja. ist die Chance auf einen Neuanfang. Du bist Genau. so tot. Da hilft nur eine Wiederbelebung. So, Soll ich dir wieder auf die Beine helfen? und jetzt kann man sich für 48 Pilze 24 Stunden skippen. Ansonsten kostet, habt ihr halt alle 24 Stunden einen Free Try. Das geht ganz normal, oder die Pilze werden weniger, umso länger ihr wartet. Also, das ist ganz normal wie bei einer, wie bei einer Festung, Edelsteinmine. Ihr habt einen Stein, der dauert nur noch, keine Ahnung, 10 Minuten, dann bezahlt ihr halt einen Pilz und so. Und so ist das halt im Dungeon genauso. Ne? Aber wie gesagt, das war jetzt mein Free Try. Wir haben dafür jetzt noch nichts bezahlt. Morgen könnte man jetzt hier da genau weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ist Ne? zu schön. Und das ist eigentlich eine ganz nice Sache auf jeden Fall. Und ich denke mal, die meisten von euch gefällt es auch. So, das war es soweit von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.